Meistens hilft bei so einem Schaden nur der Austausch des Teils, aber dafür habe ich eine Alternative. Viele Soft-Touch-beschichtete Oberflächen an Fahrzeugen fangen mit der Zeit an abzublättern. In dem Fall ist es noch nicht klebrig, es fühlt sich glatt an, aber es sieht einfach furchtbar aus. Das Teil ist jetzt hier die Mittelkonsole aus einem Mercedes SLK, wo der gesamte Innenraum in diesem Rot ist. Und nur die Mittelkonsole blättert hier überall stückchenweise der Soft-Touch ab und wird schwarz drunter. Sieht ziemlich bescheiden aus. Welche Möglichkeiten gibt es denn? Wir können ein neues Teil kaufen, ist vielleicht nicht verfügbar und auch sehr teuer. Wir können das zu einer Firma schicken, die Soft-Touch neu beschichtet. Oder wir machen die dritte Variante, die ein bisschen Arbeit erfordert und mit ein bisschen Übung aber trotzdem jeder kann. Und das Teil sieht danach trotzdem genauso aus wie das, nur in neu. Ja, die Technik ist jetzt vielleicht nicht was für jedermann, jede Frau, aber auf jeden Fall für einen Aufbereiter, der sich mit dem Thema beschäftigt. Aber auch wer handwerklich geschickt ist und ein bisschen in Material investieren möchte, kann das hier durchaus nachmachen. Wir mischen als erstes die Farbe an. In dem Fall mischen wir passend zum Originalmuster an. Man kann die Farbe auch, wenn man den Farbcode kennt oder anhand von Muster im Lederzentrum direkt bestellen und auch schon als fertiges Produkt sozusagen, wo man nichts mehr weitermachen muss. Dann geht es an die Vorbereitung der Oberfläche. Wir haben erstmal das ganze Bauteil angeschliffen und dann die alte Farbe mit GLD-Lösung entfernt. Das ist extrem wichtig, weil wenn wir jetzt hier einfach drüber färben, haben wir Haftungsprobleme, denn die Farbe blättert ja ab aufgrund von Haftungsproblemen. Und wenn ich jetzt auf eine nicht haftende Farbe neue Farbe auftrage, was passiert dann? Richtig, sie haftet auch nicht. Deswegen die müßigste Arbeit hier, die wir auch ein bisschen unterschätzt haben tatsächlich, das Anlösen mit GLD, Tücher immer wieder drauflegen, ein bisschen weichen lassen und dann im Endeffekt runterrubbeln, so blöd wie es klingt, war wie gesagt sehr aufwendig, hat insgesamt mehrere Stunden gedauert. Also ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, aber ich glaube 2-3 Stunden auf jeden Fall. Aber die Farbe geht insgesamt komplett und rückstandslos runter. Das ist dann am Ende auch der Vorteil. Und gleichzeitig ist die Oberfläche auch entfettet. GLD lässt die Oberfläche auch so minimal aufquellen, sodass später die Farbe besser haftet. Dann nochmal schleifen und dann geht es auch schon an die eigentliche Lackierarbeit. Jetzt kommt der größte Spaß, ich glaube auch eines jeden Lackierers, und das bedeutet Abkleben. Wir haben Innenstoff, wir haben auf der Rückseite Oberflächen, die nicht mit besprüht werden sollen. Wir haben noch intakte Farboberflächen hier an der linken Seite von euch aus betrachtet. Da muss natürlich sehr, sehr, sehr gründlich abgeklebt werden. Da muss man sich viel Zeit lassen, denn jedes unsauber Abkleben werden wir natürlich später in Kanten oder Overspray, also Farbnebel, sehen. Deswegen hier wirklich Zeit investieren und auch Absaugung aufbauen. Dann starten wir mit der Grundierung bzw. bereiten uns erstmal die ganzen Farben vor. Eine Besonderheit ist, wir machen hier Vernetzer in die Grundierung, in die Farbe und in den Klarlack. Der Vernetzer sorgt dafür, dass die Oberfläche am Ende quasi härter und resistenter gegen Feuchtigkeit wird und einfach länger hält. Das ist jetzt ein Produkt, was ein absolutes Profi-Produkt ist. Das kann man so nicht einfach bestellen. Also da vielleicht einfach zum Aufbereiter des Vertrauens oder als Aufbereiter sich mit dem Thema beschäftigen. Alle Produkte, die wir gleich sprühen, werden gefiltert, ganz einfach, damit sie die Pistole nicht verstopfen und wir am Ende sauber arbeiten können. Dann geht es an die erste Schicht Grundierung, also der Haftvermittler. Bei Grundierung ist wichtig, immer schön dünn, aber gleichmäßig sprühen. Wer hier zu dick sprüht, kriegt Läufer und Risse in der Oberfläche. Wer nicht gleichmäßig sprüht, kriegt halt eine schlechtere Haftung. Dann geht es an die Farbe. Wir legen erstmal einen dünnen Farbteppich auf die Oberfläche, der sogenannte Haftfilm, also oder der erste Klebefilm, der erste Klebegang, so nennen Lackierer den, glaube ich. Und dann lackieren wir erstmal die Sicken und Kanten vor, weil wir hier Farbe tief reinbringen müssen. Und wenn wir die am Ende lackieren, kann es sein, dass wir auf die restliche Oberfläche zu viel Farbe bringen. Deswegen lackieren wir erstmal so diese ganzen Ritzen, Sicken und Kanten vor. Wichtig ist beim Lackieren von Leder- und Kunststoffoberflächen immer dünne Gänge zu sprühen, die mit dem Föhn zu trocknen und im Fall von Leder einen Zwischenschliff zu machen. Den brauchen wir hier jetzt nicht, aber wichtig, dünne Gänge mit dem Föhn trocknen. Das sorgt einmal dafür, dass wir keine Läufer bekommen und am Ende die Struktur von der Oberfläche wird am Ende schöner und gleichmäßiger.
Das Ganze machen wir am Ende so lange, bis die Farbe deckend ist, wir zufrieden sind. Also immer wieder sprühen, trocknen, sprühen, trocknen. Wie gesagt, so lange, bis die Oberfläche gleichmäßig lackiert ist und alles deckend ist. Dann kommt noch eine Schicht Klarlack drüber. Den kann man im Glanzgrad auch zwischen matt, Seidenmatt und glänzend wählen, je nachdem, wie es zur Oberfläche passt. Dann ist die Oberfläche perfekt aufbereitet, geschützt und neu lackiert. Ja, jetzt kommt das, was wirklich am Ende am meisten Spaß macht, nämlich die Arbeit ist fertig. Wir packen es aus und sehen das Bauteil, wie es dann im Ganzen aussieht. Ich habe ja hier tatsächlich nicht viel gemacht, aber ernte jetzt die Lorbeeren dafür, wie toll diese Oberfläche aussieht. Das heißt, jetzt geht es mal ans ganze Endpacken. Das ist ein bisschen wie Weihnachten, nur dass das Geschenk nicht eingepackt, sondern alles andere als das Geschenk. Und daran geht es jetzt und dann gucken wir uns mal das fertige Ergebnis an. Du hast den Aufwand gesehen, den wir hier betrieben haben, um dieses Teil wieder originalgetreu herzustellen. Und zwar so, dass die Farbe auch hält. Die Frage ist natürlich, lohnt sich das? Und hier kann ich jetzt auch nur sagen, es kommt wirklich drauf an. Bei einem Teil, was wirklich so noch lieferbar ist, was vielleicht 300, 400, 500 Euro kostet, ist es wirklich fraglich, ob sich dieser große Aufwand lohnt. Habe ich jetzt eine Oberfläche oder eine Sonderfarbe, die ich so einfach nicht bekommen kann, dann lohnt es sich auf jeden Fall. Aber der Aufwand hier wird auf jeden Fall in unserem Fall 400, 500 Euro kosten. Drunter kann man es tatsächlich gar nicht machen, weil der Aufwand einfach so groß ist. Auf schwarz, rot lackieren, mehrere Farbschichten und das alles, was ich davor schon erzählt habe. Deswegen muss man immer im Einzelfall betrachten. Das Ergebnis lohnt sich auf jeden Fall. Die Oberfläche sieht tatsächlich aus wie neu. Ist wirklich mega geworden. Und ähnlich wie bei normal lackierten Oberflächen oder auch versiegelten Oberflächen ist das jetzt hier noch nicht komplett ausgehärtet. Wir können es anfassen, ist kein Problem, aber mindestens 24 Stunden in der Halle lassen, damit es wirklich stoß- und feuchtigkeitsresistent wird. Und nach einer Woche bis 10 Tagen, je nach Wetter, ist es dann so weit, dass man wieder ganz normal reinigen kann, die Oberfläche, wie man sie auch kennt. Also 24 Stunden. Am besten liegen lassen, gar nicht anfassen, außer Klebeband ab und dann nach einer Woche ist es wieder voll einsatzbereit. In diesem Sinne, ja, viel Spaß beim Nachmachen, wird auf jeden Fall aufwendig. Das Teil übergeben wir jetzt dem hoffentlich glücklichen Kunden. Guckt euch auf jeden Fall auch das Video zur Lederreparatur an, wenn ihr einen ähnlichen Prozess auf einer anderen Oberfläche sehen wollt, der auch ein bisschen leichter nachzumachen ist. Vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Hau rein!